Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal Sondel die Waldfee. Heute neues Abenteuer, Schatzsuche mit dem Metalldetektor, diesmal auf dem Kloakenfeld. Und es riecht hier auch so, denn der Landwirt hat hier gedüngt, also es ist schon eingesät, allerdings so in Bahnen. Und dazwischen kann man noch einigermaßen gut suchen, ohne da was kaputt zu machen. Das wollen wir heute mal tun. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektor-shop.de und los geht's in ein neues Abenteuer. Es ist ein bisschen Slalomlaufen hier heute, um dich zu beschädigen. Aber wir haben hier tatsächlich gleich zu Beginn die erste Münze gefunden. Ein kleiner Scherf, ein bisschen verbogen an der Kante, sieht aber sonst doch ganz gut aus. Sehr schön. So kann es weitergehen. Wir haben das nächste Signal, so ein 67er. Das könnte vielleicht der nächste Scherf sein. Na, noch hören wir nichts. Aha. Da ist was und es ist rund. Ja, ich habe recht. Der nächste Scherf und auch dieser ist noch ganz gut erhalten tatsächlich. Ich glaube, wir müssen heute bei diesem Feld auf jeden Fall sammeln, bevor wir uns das im Studio angucken. Ein kleiner Scherf. Ja, sehr weit bin ich nicht gekommen. Hier wieder das nächste 60er Signal. Es könnte der nächste Scherf sein. Nee, ist glaube ich was anderes hier. Was haben wir hier? Ein Schnipsel Blei diesmal. Ja. 79er Signal hier. Oh. Es ist rund, aber doch, es ist eine Münze. Aber die ist schon relativ prägeschwach. Ah, nee, doch nicht. Nee, auf der Vorderseite kann man noch was erkennen. Sehr schön. Nächste Münze. Dritte Münze. Drittes Signal, dritte Münze. Ach nee, einmal Bleischnipsel oder zweimal hatte ich schon. Die erste Münze, die wir uns jetzt an diesem Suchtag hier vom Kloakenfeld einmal anschauen wollen. Wir gucken auch nur mal auf die Vorderseite, denn die Rückseite ist relativ blank. Ich hoffe, da erkennt ihr noch was. Es handelt sich dabei um eine Einpfennig-Scheidemünze aus dem Jahr 1804. Viel mehr gibt es dazu tatsächlich auch nicht zu sagen und es kommen noch einige weitere Funde, deshalb machen wir schnell weiter. Ich komme gar nicht richtig voran. Direkt daneben haben wir hier nochmal ein 72er Signal. So, na, da draußen hier. Es ist wieder rund, aber diesmal ist es ein Knopf mit Öse noch dran. Ein Knöpfchen. 71er, nur 3 Schritte weiter. Ja, diesmal ist es glaube ich Blei. Ja, ein Stück Blei. Ach, 80, 81 hier. Ich glaube, da kommen wir auch schon mit dem Pinpointer ran.
Oder auch nicht. Gucken wir nochmal. Weiter hier hinten war es. Oh, schön. Es ist ein kleines Gewicht. Oh, ein schönes Münzgewicht hier. Wow. Das ist richtig gut erhalten. Das gucken wir uns auf jeden Fall gleich an. Wow. Wahnsinn. Tolles Münzgewicht hier. Da haben wir das nächste Fundstück stehen und ein richtig schön erhaltenes Münzgewicht konnten wir dort finden. Wir schauen mal drauf. Ihr seht dort ein sogenanntes Krückenkreuz in einem Vierpass und diese Darstellung gibt es in unterschiedlichen Varianten doch recht häufig als Münzgewicht. Ich glaube, dass es sich hierbei wahrscheinlich um das Münzgewicht einer spanischen Dublone handeln könnte. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Falls ihr da ein bisschen mehr wisst, dann schreibt es mir doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ich konnte da auf die Schnelle jetzt nichts anderes finden. Und dann machen wir weiter. Dann haben wir die erste Silbermünze an diesem Tag ergattern können. Oh mein Gott. So eine schöne Silbermünze, Leute. Es ist der Wahnsinn. Oh. Oh, mit einem doppelschwänzigen Löwen, glaube ich, drauf. Oh, Gänsehaut. Sofort Gänsehaut. Das scheint auch richtig gutes Silber zu sein. Hier ist glänzt nämlich noch ordentlich. Aber so leicht angeschlagen ist sie an der Seite auf jeden Fall. Eine mega Silbermünze. Wahnsinn. Gucken wir uns gleich im Studio an. Da konnten wir die erste Silbermünze an diesem Tag ergattern und auch gleich ein schönes Exemplar. An einer Stelle ist sie so ein bisschen gebogen und ja, der Rand ist auch schon so ganz leicht angebrochen. Wir gucken mal drauf. Ihr seht dort einen Löwen und zwar handelt es sich bei dieser Münze um einen Albus aus Hessen-Kassel. Und dann drehen wir die Münze noch einmal um. Da sehen wir nämlich noch das Herrschermonogramm. In diesem Fall hier ein geflügeltes C mit der Krone drüber und darunter würde eigentlich das Prägejahr stehen. Das kann man leider nicht mehr erkennen. Die Münze ist aber geprägt 1670 bis 1730. Also aus diesem Zeitraum stammt diese Münze. Und dann muss ich mal gucken. Oh, dann machen wir weiter mit einem Fund, der auch wieder ganz spannend ist. Hier habe ich nochmal ein 65er Signal irgendwo Boden. Das ist glaube ich auch nicht so tief. Da kommen wir mit dem Pinpointer schon einigermaßen ran. Ne? Und oh, es scheint eine richtig alte Plombe zu sein. Eine richtig alte Plombe mit einer Hausmarke drauf tatsächlich. Können wir uns auch gleich mal im Studio anschauen. Ist auf der Rückseite auch noch was drauf? Ne, da kann man glaube ich nichts mehr erkennen. Aber ein schönes, ja, eine schöne Hausmarkenplombe hier. Da haben wir das nächste Fundstück und ich dachte zuerst, es sei eine Plombe und mein Archäologe hat sie sich mittlerweile angeguckt. Das ist glaube ich keine Plombe, also nach der Reinigung habe ich es dann auch gesehen, denn wir haben hier nichts irgendwie zum Durchziehen oder ähnliches sehen können, sondern wir glauben, dass es eher vielleicht eine Art Bleimarke sein könnte und wir sehen da drauf eine sogenannte Hausmarke, also als Zuordnung für eine gewisse Sippe oder einen Hof. Häufig war das dann auch an den Häusern draußen angebracht, dieses Zeichen, und ja, da gibt es einfach unglaublich viele von, konnte man jetzt so auch noch nicht zuordnen, aber trotzdem ein interessanter Fund. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Silbermünze. Das Schöne ist tatsächlich, ich brauche hier gar nicht graben. Ich habe jetzt gerade hier ein Signal gehabt, habe nur mit dem Fuß ein bisschen die Erde beiseite geschoben und die nächste Münze kam zum Vorschein und es ist wieder eine Silbermünze. Dieses Feld hier, dieser Kloakenacker, was hier an Funden kommt, ist einfach genial. Und ich bin froh, dass er mal kurzzeitig wenigstens so ist, dass wir hier mal suchen gehen können. Denn die meiste Zeit ist er hier tatsächlich bestellt. Also immer nur kurze Zeitabschnitte, wo wir hier mal auf die Suche gehen können. Richtig schöne Silbermünze, schauen wir uns im Studio an.
Da konnten wir die nächste Silbermünze finden und sie ist tatsächlich aus einem seltenen Jahrgang. Es handelt sich um ein 4-Pfennig-Stück aus dem Jahr 1769 aus Braunschweig, Callenberg, Hannover. Und dann drehe ich sie euch noch einmal um. Da sehen wir noch wieder das Herrschermonogramm, nämlich wurde diese Münze geprägt unter Georg III. 1760 bis 1820. Und dann machen wir weiter mit einem kleinen Relikt. '79er Signal hier. Boah, ich bin am Schwitzen. Die Luftfeuchtigkeit hier ist einfach übel, übel. Steigt auch alles so auf hier aus dem Feld. Okay, wir kommen mit dem Pinpointer schon ran, kommen mal ein bisschen dichter und schauen mal zusammen, was es ist. Ja, ich sehe hier schon eine Ecke. Ich glaube, es ist eine Plombe, oder? Ach nee, es könnte auch ein Uhrenschlüssel sein. Oh, guckt euch das an. Was ein schöner kleiner Taschenuhrenschlüssel. Schön verziert, da wische ich jetzt auch gar nicht weiter rüber. Was soll das? Ja, da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr viel reinigen. Richtig schönes Stück hier. Da haben wir das nächste Fundstück stehen. Ein richtig schöner kleiner Taschenuhrenschlüssel. Wir schauen mal drauf. Wisst ihr eigentlich, wann so Taschenuhren erfunden wurden? Würde mich jetzt mal interessieren. Ich wusste es nämlich auch nicht und habe mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren. Und zwar sagen die einen, die Taschenuhr wurde so im Jahr 1510 herum von Peter Henlein in Nürnberg erfunden. Das war dann so eine kleine dosenförmige Taschenuhr. Es gibt aber auch Aufzeichnungen, die sagen, nee, das gab es schon vorher, also schon früher Taschenuhren in Italien. Also da ist man sich noch nicht so hundertprozentig sicher, wer da wie was erfunden hat. Auf jeden Fall hat dieser Peter Henlein, der war Feinmechaniker in Nürnberg, so einiges verbessert an diesem Uhrwerk und deshalb sagt man eigentlich so, dass er wahrscheinlich so der Vater der Taschenuhr gewesen ist. Man weiß es aber wie gesagt nicht hundertprozentig. Ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, so früh gab es noch gar keine Taschenuhren, aber tatsächlich so ausgehendes Mittelalter, frühe Neuzeit kamen wohl diese Taschenuhren dann auf. Erstmal in so Dosenform, später gab es dann auch so eine walnussartigen Taschenuhren von der Form her. Nochmal ganz interessant und ich finde so eine Uhrenschlüssel findet man immer gerne, aber jetzt genug gequatscht, wir machen weiter mit der nächsten Münze. Knackiges 82er Signal. Na, es ist scheinbar noch drin. Ah, direkt hier an der Kante. Ah, das scheint mir zu groß zu sein hier. Oh, was ist denn das? Ja, irgendein Griffteil würde ich sagen, hier abgebrochen von irgendwas. Den Detektor nur wieder in die Hand genommen. Haben wir hier gleich das nächste 75er. Oh, aber es ist, glaube ich, eine Plombe oder sowas. Ja, aber ich glaube, man kann auch nichts mehr drauf erkennen. Auch nur noch eine Hälfte von der Plombe. Ja, nee, da ist leider nichts mehr zu erkennen. Ganz oberflächliches 86er Signal hier. Und sehen tue ich noch nichts. Ah, jetzt sehe ich es und es ist ein Ring. Ja, aber kein Fingerring. Irgendwie von der Zeltplane, würde ich fast sagen. Ja, oder ja, irgendwie so in diese Richtung auf jeden Fall. Also leider nichts Gutes diesmal. Ich glaube, wir haben hier die nächste Münze gefunden. Oder ist das ein Knopf? Nein, oder? Doch.
Ja, es ist ja, schade. Es sah aus wie eine Münze, es ist leider nur ein Knopf. Habe ich jetzt auch schon einige gefunden, euch nicht alle gezeigt, weil ja, manche sind nicht mehr schön oder einfach nur einfach. Ne? Ja, aber Knöpfe geht hier auch natürlich einiges auf dem Feld. Das nächste Signal haben wir hier schon draußen. Oh, ich sehe was Rundes. Ja, es ist die nächste Münze. Oh, schön. Richtig gut erhalten noch. Wahnsinn. Oh, die ist richtig schön erhalten. Wirklich richtig, richtig schön. Gucken wir uns gleich im Studio an. Wahnsinn. Aus dem Deutschen Reich. Da haben wir wieder ein Fundstück ja, aus der Zeitstellung, die wir in der letzten Folge als einzigen Fund machen konnten. Wir gucken schnell drauf. Es handelt sich dabei um ein 2-Pfennig-Stück aus dem Deutschen Kaiserreich, geprägt im Jahr 1875. Ich drehe sie euch auch noch mal eben um. Da sehen wir noch wieder den Reichsadler. Und diese Münze ist wirklich in einem hervorragenden Erhaltungszustand, finde ich. Deshalb, ja, habe ich gern gefunden, auch wenn sie nicht besonders alt ist. Aber wenn diese Münzen einfach schön erhalten sind, dann nimmt man sie doch gerne. Und wir machen weiter mit der nächsten Silbermünze. Ich habe euch jetzt noch mal dazu geholt zu einem 75er Signal, was wir hier noch im Boden haben. Ach, es ist rund und es ist die nächste Plombe. Ja. Habe ich schon so viele gegraben tatsächlich, aber viele auch platt. Ja, die ist auch nicht mehr so toll. Das ist auch eine neuzeitliche Plombe, also von daher brauchen wir uns nicht angucken. Aber der nächste Fund so gesehen. Und gucken wir mal weiter. Vielleicht sehen wir uns dann gleich bei der nächsten Münze oder bei dem nächsten schönen Relikt. So richtig schönes Relikt. Das fehlt heute noch auf jeden Fall. Mal gucken. Ja, man muss nur nach Relikten rufen, dann kommen sie auch schon. Wir haben hier die nächste kleine Arsenbronze-Schnalle, fast komplett erhalten hier noch. Also richtig schön. Schönes Stück, schönes Relikt. Gucken wir weiter, was noch kommt. Meine Lieben, dieses Feld hört nicht auf zu geben. Wir haben die nächste Silbermünze. Es sind, meine ich, wieder 4 Pfennig. Sie ist leider nicht mehr ganz so gut erhalten wie die andere. Aber das nächste Silber, was will man sich da beschweren? Wahnsinn. Da haben wir die nächste Münze, die wir dort ergattern konnten, und es ist wieder ein 4-Pfennig-Stück. Leider nicht mehr so gut erhalten wie das erste, was wir uns jetzt hier im Laufe der Folge schon angesehen haben. Wir gucken drauf. Diese Münze stammt wahrscheinlich aus dem Jahr 1753 oder 1759. Genau sagen kann ich es nicht mehr. Wir beschränken uns auch auf die Vorderseite, denn die Rückseite ist auch nicht mehr schön bei dieser Münze. Und dann machen wir weiter. Oh, dann gab es noch mal ein Geschoss. Kracher-Signal hier, 86, relativ dicht hier bei der Bepflanzung, so ein bisschen wie die OP am offenen Herzen. Aber ich glaube, wir brauchen gar nicht so tief. Ja, ich sehe schon, aber was ist es? Nichts. Ein Kupferdrache. Nee. Hat eine Drachenform, ist aber ja, ein zusammengebogenes Blech. Schade. Meine Lieben, ich glaube, das nächste Gewitter zieht so langsam auf. Jetzt habe ich hier noch ein richtig schönes durchgehendes 82er Signal. Mal gucken, was das ist. Ja. Oh,
Ja, ein Meunier-Geschoss haben wir hier nochmal. Ein richtig schönes, großes mit einem Ring. Können wir uns auch gleich mal im Studio anschauen. Sehr schön. Da haben wir das nächste Fundstück stehen, ein Bleigeschoss, und das ist eine Art Meunier-Geschoss. Ein Meunier-Geschoss ist ein Bleigeschoss-Typ, der vom französischen Offizier Claude Etienne Minier 1846 für Vorderlader entwickelt und 1849 bei der französischen Armee eingeführt wurde. Ich glaube, dass es sich hierbei auch noch so um einen der ersten Typen handeln könnte, denn später waren die oben eher rund und hatten dann auch mehr als nur einen Ring. Wann genau dieses Geschoss jetzt hier datiert, das bleibt offen an dieser Stelle, und wir machen weiter mit den nächsten Münzen. Meine Lieben, wir haben die nächste Münze finden können. Ich glaube, die ist auch noch richtig gut erhalten. Gucken wir uns auch gleich mal im Studio an. Ja, ich hatte noch zwischenzeitlich noch einen Scherf gefunden. Die gucken wir uns vielleicht auch mal mit dazu an, dann in dem Fall. Ja, was heute hier an Münzen wieder geht, Wahnsinn, super. Da haben wir die nächsten Funde stehen. Einmal eine einpfennige Scheidemünze, und dann konnten wir auch noch 3 kleine Schärfmünzen finden, die ja auch so um das Jahr 1555, 1550 rum datieren werden. Manche sind Hohlprägungen und bei einer kann man das Datum leider nicht mehr lesen. Aber trotzdem richtig viele Münzen, die wir an diesem Tag finden konnten. Es waren auch noch einige blanke Münzen dabei, die wir uns jetzt hier im Studio nicht angeguckt haben. Aber ich bin dann tatsächlich doch noch über eine weitere Silbermünze gestolpert. Meine Lieben, es ist so abgefahren. Es ist so abgefahren. Wir haben die nächste Silbermünze. Auch noch richtig schön. So eine kleine Ditsche hat sie. Ich weiß nicht, ob das gerade von mir war. 12 Einentaler. Super schöne Münze. Gucken wir uns auch gleich im Studio an. Mensch, die 4. Silbermünze heute hier. Ja, ich glaube, für einen neuen Rekord reicht es noch nicht ganz. Aber ja, so 1, 2 Bahnen laufe ich, glaube ich, noch. Und dann bin ich aber auch echt am Ende. Ne? Ich habe auch viel Müll gegraben. Also die Mülltasche ist hier auch ordentlich voll. Viele Bleischnipsel, viele Kupferschnipsel, irgendwas, Bleche und ja. Aber gucken wir uns erstmal die nächste Silbermünze an. Sehr schönes Stück hier, wirklich Wahnsinn. Richtig schöne Münze noch. Da konnten wir doch tatsächlich die 4. Silbermünze an diesem Tag ergattern. Also das Kloakenfeld bleibt ein Garant für schöne Funde. Wir gucken drauf. Es handelt sich dabei um eine 12 Einentaler Münze. Also 12 dieser Münzen hätten einen ganzen Taler ergeben. Und dann drehe ich sie euch auch gleich nochmal um. Da sehen wir nämlich, woher diese Münze stammt und auch wann sie geprägt wurde, nämlich geprägt im Jahr 1767, Braunschweig, Callenberg, Hannover unter Georg III. Von 1760 bis 1820. Also einen richtig geilen Suchtag, den wir hier wieder hatten auf dem Kloakenfeld. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Dann fleißig Daumen da lassen, lasst die Daumen glühen und natürlich auch gerne den Abo-Button, denn wir wollen wachsen mit diesem Kanal. Wir haben immer viele Zuschauer, die hier neu auf dem Kanal sind, aber den Kanal noch nicht abonniert haben, und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Grüße gehen nochmal an meinen Ausrüster detektoren-shop.de. Wenn ihr irgendwie eine größere Anschaffung machen wollt, schaut in die Videobeschreibung, da gibt es einen Rabattcode, spart ihr 10%. Hier verlinke ich euch 2 weitere Videos. Wenn ihr sie noch nicht kennt oder noch weiter schauen wollt, dann schaut da gerne rein. Ich sage danke fürs Ansehen. Bis zur nächsten Folge, da gehen wir auch wieder aufs Kloakenfeld und da gibt es auch wieder geile Funde. Bis dahin, macht's gut.